Der Herbst ist da, Erntezeit. Hier wird es immer kahler, immer mehr Blumen und Pflanzen kommen raus. Natürlich wird auch noch die restliche Ernte eingefahren und das ist doch die beste Gelegenheit, mal zu schauen, was aus meinen Experimenten geworden ist, die ich im Frühjahr angefangen habe. Oh Gott, ja, das Erdnussdesaster. Also was ich alles versucht habe. Ich habe die Kerne vorher eingeweicht. Ich habe sie mit Watte in Watte gepackt. Ich habe sie direkt in die Erde gegeben. Ich habe Tüte um Tüte verballert, weil diese blöden Kerne einfach nicht Sprossen bilden wollten. Ich muss ja sagen, ich habe die Firma angeschrieben, habe denen gesagt, dass ich irgendwie überhaupt kein Glück mit den Erdnüssen hatte. Und das war gar kein Problem. Die haben mir anstandslos eine neue Verpackung geschickt. Und da muss ich dann sagen, das ist schon super. Zum Schluss habe ich sie dann in feuchtes Küchenpapier eingewickelt. Das feuchte Küchenpapier dann in eine Plastikfolie beziehungsweise so einen Frühstücksbeutel und dann auf die Fensterbank jeden Tag gelüftet. Und tatsächlich nach 3 Tagen kamen dann wirklich die ersten kleinen grünen Sprösschen raus. Und von geschätzt, ich glaube 30 Kernen ist zum Schluss ein einziger so weit aufgegangen, dass ich ihn eintopfen konnte. Viel einfacher und wesentlich erfolgreicher war das Projekt Kichererbsen. Einfach eine Tüte getrocknete Kichererbsen gekauft, ein bisschen in Wasser eingeweicht und schon nach, ich glaube, 1 oder 1,5 Tagen zeigen sich die ersten kleinen Kichererbslinge. Nachdem ich sie eingepflanzt habe, sind sie zwar richtig hoch gegeilt, aber nichtsdestotrotz, als ich sie dann später in den Garten ausgepflanzt habe, warten wir es einfach ab. Und ehe man es sich versieht, ist schon wieder Frühsommer. Und da ist sie auch schon, meine einzige Überlebende. Nach der Blüte senkt sich übrigens die Frucht in die Erde und bildet dann die Erdnuss aus. Ja, und hier ist sie nun die Exotin für Anfänger, meine Kichererbse. Von der Blüte bis zur Frucht hat sie sich prächtig erholt. Anfang August kam das Highlight des Jahres. Der Garten war auf Hochglanz poliert, denn Berlins größte Tageszeitung hat sich bei uns zu Besuch angesagt. Das Thema war mein Sommerparadies und es war richtig interessant zu sehen, wie so ein Artikel überhaupt entsteht. Also wir haben es leider nicht bis auf die Titelseite geschafft. Tolle Sache, ich bin total aufgeregt. Ich habe noch nicht mal den Artikel gelesen. Also was ist aus dem Kichererbsen-Experiment geworden? Wir haben es jetzt September. Die Kichererbsen sind überall, wo ich sie eingepflanzt habe, auch richtig gut gekommen. Und dann hatte ich noch welche übrig, die habe ich hier in diesen Topf gesetzt. Aber sie haben alle wunderbar geblüht. Der hier hat sich sogar schon wieder neu ausgesät. Und dann wollen wir mal hier schauen, was wir hier drin finden. Eine Kichererbse. Sind da sogar je 2 in so einer kleinen Schote drin. Mal sehen, ob ich hier jetzt gerade einen finde. Ja. Hier 2 Stück. Also so schlimm ist es ja nicht. Oder? Was sagst du? So wie es eine kleine Ausbeute. Wenn man die dann vielleicht noch einweicht, verdreifachen die sicher ihr Volumen und dann hat man eine schöne Grundlage. Ich mache weiter. Der Sommer ist vorbei, der Herbst steht vor der Tür. Wollen wir mal schauen, wie es im Garten aussieht? Wenn wir jetzt die leckeren Tomaten verspeisen aus dem Garten, dann denke ich natürlich auch gleich dran, von denen, die uns richtig gut geschmeckt haben, die Kerne abzunehmen für das nächste Jahr. Von meinem Wildwuchstomaten, wo ich nicht weiß, wie die heißt, die haben wir gekostet.
Und da mache ich jetzt einfach die Kerne raus, wenn sie mir schmecken, die Tomaten. Dann lasse ich die trocknen und schon habe ich damit den Grundstock für das nächste Jahr. Dann habe ich mir noch aufgeschrieben, was das für eine Sorte ist, also Cocktail, Rot, Bunt und an einer 2-Jahres-Birne. Dann hoffe ich natürlich, dass ich im nächsten Jahr noch weiß, was ich damit gemeint hatte. Das ist übrigens mein Granatapfelstrauß. Strauch. Und was ich überhaupt gar nicht gesehen habe, der hat tatsächlich ein Granatapfelchen. Die Tomaten lassen langsam nach, aber das ist auch völlig in Ordnung. Wir hatten dieses Jahr so viele Tomaten und hier hängen ja immer noch reichlich dran, die ich ernten muss. Der späte Herbst war dann auch endlich die Zeit, in der wir uns um unsere völlig verwucherte Hecke kümmern konnten. Absolut unglaublich, wie viel Platz die weggenommen hat. Also hat sich Thomas an die Arbeit gemacht, unseren Garten zu vergrößern. Die Cosmea zum Beispiel sind überhaupt nicht winterhart. Die werden gleich kaputt gehen. Hier sind schon nur noch die Samen drin. Die Pflanze sieht auch nicht mehr so schön aus, Blüten kriegt sie kaum noch. Also da fliegt einfach der ganze Strauch raus. Und im nächsten Jahr werde ich wieder ersticken voller dieser kleinen nachgewachsenen Pflänzchen. Also raus damit. Genauso ist es auch bei den Tagetes. Die blühen zwar auch noch schön, die lasse ich auch noch. Die alten mache ich ab und dann irgendwann sind die sowieso so weit, dass sie einfach erfroren sind und dann müssen die raus. Aber die kann ich noch ein bisschen halten. Ich denke mal noch so 1-2 Wochen, bevor der Frost kommt. Und bei den Tagetes nicht vergessen, Handschuhe anziehen. Sonst hat man wirklich gelbe Hände. Die färben so dermaßen ab. Und das kriegt man dann nachher auch nur ganz schlecht wieder von den Fingern runter. Und dann einfach nur abknipsen. Das ist wirklich ganz einfach. Das macht sich ganz von alleine. Hier könnte man jetzt noch die Samen rausnehmen, die sich hier drin befinden. Aber ich habe schon all meine Samen beisammen. So, die Gurken reiße ich jetzt auch rigoros raus. Das ist nur noch hier so ein totes Hänge. Und dann kann es echt passieren, dass da zwischen dem Boden noch Sachen dran sind, mit denen hätte man ja nie gerechnet. Noch eine Gurke. Hier kann man wirklich sagen, ein Wettlauf mit der Zeit beginnt. Die hängt noch so voller Tomaten, die Tomatenpflanze, und alle noch grün. Und ich brauche einfach nur noch ein paar schöne Tage. Nur ein paar schöne Tage, damit die wenigstens so anröteln, so angehaucht sind und dann könnte ich sie vielleicht zu Hause noch richtig rot bekommen. Wir buddeln jetzt nach der Erdnuss. Also, fiel mir neulich erst auf, dass ich die ja irgendwo hatte. Und ich glaube, das müsste so sein. Das müsste so sein. Mal sehen, ob da was ist. Eieieiei. Död. Ah! Hier ist eine Schale. Eine Erdnussschale. So, vielleicht muss ich ja nur tiefer buddeln, so wie bei Kartoffeln oder so. Hey, Erdnuss. Oh, das ist ja wie Kartoffeln buddeln. Mal kicken. 3 Erdnussis. Nächstes Jahr mal eine Plantage draus. Ich habe mich schon gewundert, was mit unseren Feigen los ist. Die sind so klein, es ist jetzt Mitte Oktober und irgendwie wollen die gar nicht. Und dann kommen wir 3 Tage später raus und siehe da, plötzlich haben sie richtig einen Schuss gemacht. Und sind jetzt erntereif. Die sind zwar klein, aber das Bäumchen haben wir auch erst vor 2 Jahren eingepflanzt und dafür hat er schon richtig Ertrag. 8 kleine Feigen hängen da dran.
So ein Kleingarten ist natürlich noch mal eine ganz andere Hausnummer wie ein Haus mit Garten. Denn hier müssen wir eine ganze Menge vorsorgen für den Winter. Zum Beispiel müssen wir hier unsere Wassertonnen, die wir haben, nicht nur leer machen, damit sie nicht platzen, wenn es nachher anfängt zu frieren, sondern wir müssen sie noch sauber machen. Und zu diesem Zweck hat mein guter Thomas sich natürlich einen Kärcher gekauft. Und jetzt werde ich mal sehen, wie viel Spaß das macht, sich damit schmutzig zu machen. Bam, badam, bam. Ein Kärcher. Und damit geht das richtig... Und da, der Wind steht falsch und damit geht das richtig prima. Jetzt muss natürlich noch das restliche Wasser rausgeschöpft werden, aber das macht sich ja gut auch für die Beete, denn es ist ja alles nur organische Ablagerungen, die dort drin sind und es ist auch gleich wieder ein bisschen Dünger. So, die Tonne ist jetzt so gut es geht sauber gemacht. Hast du fein gemacht, mein Schatz? Ja. Jetzt müssen wir auch noch sehen, dass wir die Wasserleitungen leer gepumpt bekommen. Thomas ist praktisch in der Küche in unserem Häuschen und pumpt mit der Luftpumpe den Boiler leer. Und dann sollte theoretisch hier das Wasser rauslaufen. Gut, das klappt. Das machen wir jetzt so lange, bis hier nichts mehr rausläuft. Die nächste Kuriosität im Garten war die Melonenbirne. Sie hat unglaublich gewuchert, ganz viel Platz eingenommen. Vielleicht hätte ich sie auch irgendwie beschneiden müssen, ausgeizen müssen, keine Ahnung. Aber immerhin hat sie eine große Frucht ausgebildet und die haben wir auch gekostet. Ich bin echt gespannt. Ich weiß nicht mal, ob man das mit Schale oder ohne Schale isst. Ich beiß mal ab. Ich glaube, man isst es ohne Schale. Und den Geschmack kann ich nicht einsortieren. Schmeckt na ja nicht. Könnte Melone sein, aber von Birne schmecke ich überhaupt nicht. Thomas wird mal kosten. Nicht weiter zu empfehlen. Hast du die jetzt mit Schale gegessen? Ich habe die Schale habe ich noch zwischen den Zähnen, aber der Inhalt war, ja, okay. Braucht man nicht mehr anpflanzen. Okay. Also Herbst ist, wenn die Nase langsam anfängt zu laufen. Und natürlich auch, wenn die einjährigen Pflanzen kaputt gehen. Deswegen kommen die jetzt raus und die schmeiße ich nicht auf den Kompost, denn der Kompost ist bei uns schon ziemlich voll, sondern ich werde die gleich dazu benutzen, die Hochbeete wieder anzufüttern. Dazu habe ich hier schon das Hochbeet ziemlich abgeräumt und meine Pflanzenreste, die klein geschnittenen Blümchen, schon hier reingetan. Ja, die werden dann einfach mit Erde bedeckt und den Rest macht Mutter Natur. Die verrotten dann hier drin und bilden gleich wieder Grundlage für neue, nährreiche Erde. Und das Hochbeet ist auch gleich wieder ein bisschen aufgefüllt. Ein bisschen alte Erde hier rüber gemacht und habe noch einen Dill gefunden und ich glaube, das ist Oregano und das auch noch gleich drin gesetzt. Und dann will ich auch gleich die neuen Zwiebeln setzen. Wird höchste Zeit, dass die in die Erde kommen. Zwiebeln doppelt so tief wie Zwiebel groß ist. Loch offen lassen, sonst weiß man nicht mehr, wo man die gerade hingesteckt hat. Deckel zu und warten wir bis zum nächsten Jahr. Und das sind so die letzten Herbstarbeiten, die man noch machen muss. Und dann gab es da noch unseren ganz speziellen Freund. Ganz lässig spaziert der hier durch die Gärten. Und durch seine Anwesenheit haben wir keine Wühlmäuse mehr. Tja. Stimmt, der kommt hier nirgends durch, sagt Thomas. Der kann klettern wie eine Katze. Nur 10 Tage später fiel der erste Schnee und wir waren froh, dass wir unseren Garten rechtzeitig winterfest gemacht hatten.
Jetzt heißt es erstmal wieder warten, bevor wir im Frühjahr mit der Aussaat wieder beginnen.